Schon beim letzten Mal am Nordmeer stand ich am Land und habe vom Land aus einen Spot einfach immer mal wieder angeworfen mit verschiedensten Ködern, bis es richtig gut geklappt hat. Ja, und hier jetzt an der Stelle teste ich jetzt auch schon ein bisschen länger mit verschiedensten Ködern, zum Teil auch mit Grundrouten hier schon gestanden, rausgeworfen, immer schön, wir sehen es da unten in der Ecke, ins 90 Meter Loch. Das heißt, ich stehe hier entspannt auf dem Land und werfe 90 Meter in die Tiefe, beziehungsweise mit Auswerfen, ich bin jetzt hier 106 Meter weit unten. Zack, kurz hier anspannen das Ganze. Na, und da haben wir schon Biss, das ist doch gut. Das ist doch angenehm. Und hoch damit. Ja, so macht das natürlich Bock. Wir haben einfach den riesen Vorteil, dass wir natürlich das offene Meer haben. Das heißt, wir haben viele Spots in den verschiedenen Ebenen. Überall durch die Drift natürlich kommen wir, wenn wir auf dem Boot sitzen, fahren wir durch ganz verschiedene Spots. Riesenvorteil, ja, aber auch gleichzeitig ein Riesennachteil, denn wenn wir mal dran vorbei sind, kann man sich halt auf dem Meer so gut wie gar nicht richtig orientieren. Wo war denn jetzt der Spot? Wie weit war mein Köder weiter hinten durch die Drift? Auch wenn ich mit dem Boot genau, jetzt sagen wir mal, genau über der 90 war. Wie weit hinten war denn jetzt der Köder durch die Drift und so weiter? Also wo jetzt exakt der Spot ist extrem schwierig festzustellen. Der Köhler. Und das ist eben der Riesenvorteil jetzt hier beim Landangeln. Auch hier haben wir natürlich ein bisschen Drift und ja, auch da sinken die Köder natürlich nicht straight up nach unten, aber schon so einigermaßen. Und gerade wenn man das eben noch mal so ein bisschen festhält und dann wieder aufmacht, also dass man so ein bisschen auch mal einen Stopp macht, also zusieht, dass der Köder halt immer wieder an die gleiche Stelle kommt, kommt man relativ gut und schnell zu einem Ergebnis, dass man sagen kann, okay, Köder A, B, C funktioniert und der andere funktioniert nicht, also fliegt der eine wieder raus und schon konzentriert man sich auf die Köder, die eben funktionieren. Habe ich gerade gemacht, habe viel rumprobiert. Anfangs ging es direkt los hier, Real Squid 1207. Habe ich gedacht, alles klar, nicht schlecht. Seehecht ballert hier schon mal ganz gut rein. Dann sind ein paar Köhler reingegangen und so weiter. Viel rumprobiert. Ja, bisschen auf Grund geangelt. Hier mal wieder Steinbutt, mal wieder auf dem Real Worm 1. Real Worm 1 und Steinbutt scheint wohl zu funktionieren. Immer mal wieder. Also nicht nur an dem alten Spot aus dem letzten Video, auf jeden Fall mal reingucken, wo ich die Trophy und Super Trophy Steinbutt gefangen habe, auf diesem Köder, sondern wohl auch hier. Weil ich den aber jetzt nicht noch weiter haben wollte, habe ich jetzt den Köder abgemacht und habe auch einfach nochmal geguckt, was denn so in den Rekorden lief. Naja, und direkt nach dem Umbau rasselt hier der Seehecht rein. Schönes Ding. Einfach mal ein feister Seehecht mit ja, fast 11 Kilo. Das ist doch schon sehr angenehm und ja, das schmeckt. Und das eben hier auf den 2302. 2302 direkt danach nochmal mit 5 Kilo. Also auch wieder sehr angenehm. Und jetzt habe ich hier den Köder und weiß zumindest, dass auf diesen Köder wohl irgendwie was funktioniert. Naja, und dann probieren wir das doch weiter aus. Also einfach hier, zack, Biss. Einfach jetzt hier stehen bleiben mit diesem Köder und weiter testen, ob da oder was da eben noch alles drauf geht. Und das Schöne ist, ich habe keinen Zeitdruck. Das Bootsticket läuft mir nicht ab. Ich kann mir mal zwischendurch ein Käffchen holen. Oder einfach mal schön Mittagspause machen, stehen bleiben, danach einfach wiederkommen und weiter angeln an exakt der gleichen Stelle. Einmal mit dem Bootsticket rausgebreddert, gut ist. Einmal vielleicht rausfahren, das Bootsticket verwenden und dann, bevor es abgelaufen ist, wir sehen es ja an dieser Tankanzeige immer, zurückfahren, ab an den Landspot und schön Cash machen. Schön am Land die Spots richtig schön durchstudieren. Wo sind wir hier? Da drüben ist die Stelle, wo ich zuletzt war. Ich glaube, da sieht man so ganz gerade am Rand noch. Und ich bin jetzt ja, gerade hier an dem Fjord. Da hinten ist der
Campingplatz. Und an dem Campingplatz kann man von hier aus bis, ich glaube ungefähr bis da so, kann man da auch ungefähr überall hin. Und ich zeige das mal auf der Map, das ist glaube ich ein bisschen besser. So, also wir können bis hier hin, hier ist gleich Ende. Und hier können wir ins 90 Meter Loch reinwerfen. Also man kommt da auch tatsächlich rein. Man muss halt schon ein ganzes Stückchen auswerfen und dann kommt man da auf jeden Fall auch bis ganz runter. Man kann das natürlich aber auch hier hinten machen, ne? Gerade auch hier stand ich schon mehrfach auch mit kleinerem Setup. Also in dem Bereich ist es auch relativ nah in diesem 35 Meter Bereich oder hier in diesem Zwischenbereich. Auch hier an dieser Kante. Man sieht ja hier einen leichten Farbunterschied. Und in diesen Kantenbereichen da einfach mal lang zu jiggen, auch das durchaus möglich. Oder hier hinten in dem Bereich, hier sind auch immer mal wieder Krebse zum Beispiel reingegangen. Also auch hier mit ganz leichtem Equipment, wenn man vielleicht vorher noch am 34er war, man ist vielleicht noch nicht so weit, hat vielleicht noch Meeresjig oder sowas. Und dann geht man, bevor das Ticket ausläuft, fährt man einfach wieder zurück, fährt hier einfach Vollgas gegen die Kante, kann dann hier langlaufen. Also wenn man zwischen dem, also in diesem Bereich hier ist, kann man komplett langlaufen bis ungefähr hier vorne hin. Kann man die ganze Area ablaufen und kann hier stundenlang stehen und jiggen und Skillpunkte machen. Ähnlich gut natürlich auch hier der Spot hier, dieser Affenfelsen-Spot. Auch da gibt es natürlich schon Videos zu auf dem Kanal. Oder wenn man Grundangeln will, dann natürlich von hier aus. Oder der halt zuletzt ganz gut lief, diese Stelle. Und was ich auch nochmal testen will, ist genau diese Stelle. Hier haben wir wieder so einen Bereich, also nah am Ufer ist dann hier dieser dunklere Bereich. Das heißt, wir können mit normalen Auswerfen viel schneller in den dunklen Bereich reinwerfen, also in den tiefen Bereich reinwerfen und haben dann, ja, vielleicht einfach nochmal bessere Fische. Ich stand auch schon hier drüben, bevor ich jetzt hier an der Stelle war, habe hier nochmal ein bisschen abgeguckt, aber hier ist es nicht ganz so tief, hier gibt es nicht ganz so interessante Bereiche. Ich habe sie zumindest, oder es sieht zumindest nicht so interessant aus, ich habe es auch nicht ausprobiert und deswegen bin ich dann doch hier zum 90er rüber marschiert. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ja, hier geht es jetzt gerade nicht weiter. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, mir war so, als ob man doch da vorne hin kann, aber ich glaube, da muss man doch irgendwo hier vorne auch gegenfahren und anlanden, dass man da ein bisschen rumlaufen kann. Ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber hier scheint es gerade Ende zu sein, also hier kommen wir nicht weiter, da renne ich jetzt auch nicht weiter. Was wir aber jetzt durch die Minimap ganz gut sehen können, wo müssen wir hinwerfen, dass wir da schön auf die 90 kommen und ich würde sagen, diese Insel ungefähr anwerfen, fast voll aufladen, wahrscheinlich kann man auch voll aufladen, auch wieder so 35 Meter, 40 Meter weit raus, ist übrigens auch an den anderen Stellen immer wieder so, ist hier an der Stelle ähnlich gewesen, um die 35, 40, hier am Affenfelsen ist das so, in dem Bereich auswerfen und dann einfach runtersinken lassen. Und wenn das dann runtersinkt, hat man dann schon immer mal wieder auch Bewegung in Grundnähe. Hier kommt es ein bisschen später, am Affenfelsen kommt es ziemlich schnell und dann hast du die ganze Zeit Bewegung in Grundnähe, während der Köder runtersinkt und dadurch natürlich nochmal eine bessere Lockwirkung. Ja, so viel dazu. Ich glaube, da kann man jetzt auch gar nicht viel sagen. Man einfach testen und machen und probieren. Ich glaube, das ist das A und O. Also ich stelle mich jetzt hier weiter hin. Vom Setup her sollten wir vielleicht auch nochmal kurz reingucken, ne? Wie das gesamte Setup aufgebaut ist. Und dann haben wir es eigentlich auch schon. Also auswerfen, absinken lassen. Jetzt kommt hier dieses Bewegung in Grundnähe. Man sieht, die Spule dreht sich immer noch ein bisschen. Aber ich komme jetzt gerade nicht so ganz tief runter. Dann bleiben wir doch hier einfach bei der 75, 70 Meter. Und dann pilke ich einfach in dem Bereich. Gucken wir mal, was hier sonst noch reingeht. Hier bin ich jetzt tatsächlich aber auch ein bisschen dicker und schwerer unterwegs. Nicht so leicht unterwegs mit der einfachen Sensi zum Beispiel, also mit der Pilkroute, weil mir hier vor Monaten auch schon mal ein ziemlich dicker Brocken durch die Leine gegangen ist, also abgehauen ist. Hier können wohl auch schon mal richtig schwere Brocken reingehen. Und deswegen bin ich hier auch gerade mit komplett schwerem Setup, also eben komplett übertrieben. Da haben wir schon den Biss. Irgendwas Lüdes. Na komm, da gucken wir mal eben rein. Komplett übertrieben. Ich habe mir den Hunter genommen, der gerade mehrfach ganz gut wohl läuft.
und was eben, also hier ein bisschen im orangenen Bereich und dann einfach hier ein bisschen als Kontrast die weißen Squids und die haben eben auch gerade geliefert. Also 8-0er Haken, die weißen Squids drauf und gib ihm. Vielleicht mache ich gleich hier den dritten auch noch weiß und fertig ist. Ein bisschen kontrollieren, welche Fische da drauf gegangen sind. Wenn jetzt hier zum Beispiel der Köhler, der ist auf den Hunter gegangen in Orange, der ist auf den Squid 9 gegangen. Na siehste, wenn ich jetzt gleich wieder einen Köhler dran habe, der geht wieder auf den Orangenen, na dann fliegt auch der orangene Köder aus dem Setup raus, zack, und dann kommt da eine andere Farbe drauf und dann wird weiter hier Seehecht gesucht. Wenn die hier auf weiß reinballern, naja, dann schmeißen wir weiß rein. So viel zum Spot. Petri Lümmels zieht raus die Brocken, testen, testen, testen. Einfach mal schön entspannt vom Land aus wieder rumprobieren. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.